Hi Leute, euer Martin hier. Willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. Auf die heutige Folge hatte ich mich besonders gefreut, da es sich um meinen Lieblings- und meistgespielten Charakter Raid on Onigashima Justus Kid dreht. Lasst uns gleich mal über die Stats fliegen und sehen, was ich ihm für ein Medaillenset gegeben habe. Grundsätzlich habe ich versucht, seine Werte gleichmäßig anzuheben und trotz allem ihm einen kleinen Boost, was die Deckerqualität angeht, zu geben. Er gehört zur Klasse der Defender und trägt das rote Element, was ihn stark gegen grüne Elemente, jedoch schwach gegen blaue Elemente macht. Er gehört nicht grundlos zur Klasse der Defender, denn was dieser Junge wegtanken kann, ist abnormal. Ich nenne ihn mittlerweile schon liebenswert den Roger und Shanks Killer. Vielen von euch wird das Szenario schon bekannt sein, in dem man von Roger oder Shanks einfach mit einem One-Shot weggenockt wird. Doch das kann man mit Kid gut umgehen. Der kann so viel wegtanken, dass man mehrfach zum Gegenschlag ausholen kann. In diesem speziellen Fall sind die Trades von besonderer Bedeutung, denn um die Power von Kid richtig zu erwecken, müsst ihr versuchen, in erster Folge eine Flagge zu erobern. Denn direkt nach dem Erobern der Flagge verstärkt sich die Tankfähigkeit von Kid und ihr habt auch eine Schadensminderung im Allgemeinen. Ein weiterer God-Trade in meinen Augen ist, dass durch seinen Skill 2 Punk Iron Vortex ein stetiger Recovery-Effekt der Health Points hervorgerufen wird. Und zwar jedes Mal, wenn ein Gegner in den Radius dieser Attacke kommt. Es löst den Knockback-Effekt aus und bringt euch 15% Recovery eurer Health Points. Auch wenn er zur Klasse der Defender gehört, konnte ich durch das Medal Set ein effektives Anheben seiner Attacke bewirken und ihn somit auch für die Offensive gut rüsten. Der besondere Vorteil der Defender-Klasse ist das schnellere Befüllen des Balkens im Treasure-Bereich auf 100%. Die Klasse der Runner eignet sich zwar perfekt, um Flaggen schnell einzunehmen, jedoch braucht es die Defender, um den Balken so schnell wie möglich auf 100% zu befüllen. Durch die besondere Fähigkeit der Defender, Schaden wirklich gut wegdenken zu können, ist es auch kein Problem, wenn ihr von Feinden mal gelegentlich aus dem Kreis geworfen werdet, denn ihr könnt sofort zurücklaufen und werft sie aus dem Kreis. Sein Skill 1, We Do Things Our Own Way, ermöglicht euch das Entfernen der Gegner aus dem Treasure-Kreis mit besonderem Nachdruck. Hier kann ich euch gleich mal zeigen, was ich mit Shanks und Roger Killer gemeint habe. Shanks wird immer wieder versuchen, Kid down zu bringen, aber ihr müsst euch ansehen, was Kid wegtankt und wie oft er wieder aufsteht. Shanks gibt so viel Effort in den Angriff, aber er schafft es nicht, Kid down zu bringen. Als ich zu merken begann, wie viel Schaden Kid wegdenken kann, machte ich ihn für einige Zeit zu meinem Hauptcharakter. Und auch jetzt noch, wenn es spezielle Missionen zu erledigen gibt, die die Klasse eines Defenders erfordern oder die eines roten Elementes, ist er meine absolut erste Wahl. Und endlich, nach langem Hin und Her und dank seiner Tanker-Qualitäten als Defender und dem Push auf seinen Angriff, hat Kid Shanks niedergerungen. Wie ich vorher schon angeschnitten hatte, ist sein Skill 1, We Do Things Our Own Way, nicht nur praktisch, um Gegner aus dem Treasure-Bereich zu befördern, sondern auch eine richtig edle Methode, um Gegner einfach in den K.O. zu befördern. Lasst uns jetzt auf den Boost Trade eingehen. Wenn ihr in die linke obere Ecke seht, wird der Team Boost aktiviert. Bei Kid wirkt sich der Team Boost so aus, dass ihr im Falle eines Schadens, der mehr als 45% eurer Gesamt-HP ist, eine automatische HP-Recovery von 5% erhaltet, was euch, wie vorhin schon mehrfach erwähnt, zu einem absoluten Stehaufmännchen macht und euch einfach eine Attacke nach der anderen wegtanken lässt, ohne dass ihr wirklich down geht. Wenn ihr doch mal in die Situation kommen solltet, dass eure Health Points low sind, sucht euch einfach einen Gegner und aktiviert Skill 2 Punk Iron Vortex. Seht, dass der Gegner in euren Radius kommt und beobachtet einfach, wie eure Health Points wieder steigen. Es kann so einfach sein. Man tankt sich einfach von einer Map zur anderen und erfüllt seine wöchentlichen Missionen, in denen man seine Treasure-Balken auf 100% befüllen muss. Und das ohne den Stress, den man bei vielen anderen Charakteren hat, bei denen man immer die Angst haben muss, dass man von Shanks oder Gold Roger gewone-shottet wird. Hier ist es eher umgekehrt, dass man diese OP-Charaktere mit Skill 1 We Do Things Our Own Way aus der Map schießt.
Und dann geht's immer munter weiter von einem Treasure zum anderen. Das einzige, wo leider auch Kit nichts ändern kann, ist die Blockade, die durch einen Angriff von Shanks bei den Health Points hervorgerufen wird. Dieser Effekt blockiert leider für einen gewissen Zeitraum das Regenerieren eurer Health Points auf 100%. Aber euch kommt passiv trotzdem zugute, dass Kit sich weiters anders regenerieren kann bis zu diesem gesperrten Bereich. Somit ist es trotzdem nicht leicht, ihn K.O. zu kriegen. An sich bin ich einfach nur beeindruckt, wie sehr Kit sich gegen diese ganzen OP Main Character entgegenstellt und sich nicht einfach K.O. machen lässt. Natürlich kann er nichts gegen Statuseffekte ausrichten, außer ihr arbeitet mit gewissen Medailleneffekten dagegen an. Doch auch die werden nicht ausreichen, um ihn einfach so down zu bringen. Also, naja, Beweisführung abgeschlossen. Mit anderen Charakteren davor habe ich oft Begegnungen mit Shanks oder Roger vermieden, da, wie gesagt, man einfach gewone-shottet wird. Doch diese Zeiten sind mit Kit vorbei, einfach ohne Rücksicht auf verloste Run, Angriff und auf Wiedersehen. Man braucht keine Angst mehr haben und kann sich einfach mal mit etwas mehr Freude den OP-Gegnern nähern. Ich bin momentan noch nicht im Besitz von Shanks oder Roger, jedoch wäre ich wirklich nicht amused, wenn ich sie spielen würde und dann kommt Kit um die Ecke und one-shottet sie einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir würde das ein wenig aufs Gemüt schlagen. Einen wirklich wichtigen Tipp möchte ich euch unbedingt mitgeben für seinen Skill 2 Punk Iron Vortex. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr auf den Gegner zulauft, euch mit einem Sprint nach vorn im letzten Moment zu ihm befördert. Denn wie bei allen anderen Attacken hat der Gegner die Möglichkeit, mit einem Perfect Dodge auch diesem Radius auszuweichen, was euch in weiterer Folge erstens um den Schaden, den ihr ihm zufügt, bringt und zweitens um die 15% Recovery der Health Points, den ihr durch den Knockback-Effekt erzielen könnt. Ihr müsst euch dann leider auch mit den MVP anfreunden, denn das wird euch mit Kit öfter passieren. Also ich habe mit keinem anderen Charakter so oft den MVP erreicht wie mit Kit. Und das macht dann natürlich doppelt Spaß. So Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush.